Herzlich willkommen bei Naja genau, der intelligenten, humorvollen TV-Sendung. Heute zu Gast Rudolf Gottsberger, Sounddesigner und Medienschaffender. Herzlich willkommen, Naja genau. Wie alt sind Sie und wo kommen Sie her? Ich bin 45 Jahre alt und ich bin in Brasilien geboren. Meine Eltern sind Österreicher und wir sind irgendwann von Brasilien nach Deutschland übersiedelt und ich bin dann seit 1996 bin ich dann nach Wien gekommen und seitdem bin ich in Wien. Was machen Sie für einen Beruf? Ich bin Medienschaffender, Filmemacher, aber auch vor allem Sounddesigner und arbeite für Kino, Spielfilme und Dokumentarfilme. Also ich mache die gesamte Postproduktion im Tonbereich. Okay. Was muss man dafür können? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man muss sich auf jeden Fall für Ton und Sound interessieren. Gute Voraussetzungen sind auch Menschen, die vielleicht Musik machen und ein gutes Gehör haben. Man muss sich technisch im Bereich Ton auskennen. Man muss ein bisschen Software können, also man muss halt bestimmte Programme bedienen können. Und ich glaube, was sehr wichtig auch ist bei diesen Projekten in Österreich vor allem, ist, dass man als Sounddesigner auch verantwortlich ist für den gesamten Ton des Films in seiner sozusagen finalen Fassung. Also man muss auch irgendwie organisieren können, also ein bisschen managen vielleicht. Sie haben eine eigene Firma. Was bietet die Firma an? Ich bin Geschäftsführer einer Filmproduktion. Wir sind spezialisiert auf Postproduktion im Video- und im Audiobereich. Also wir machen alles, was sozusagen nach dem Dreh passiert. Although the plans are ambitious, Samothraki has great potential. The breathtaking beauty of the landscape makes the island ideal for hiking, while the ancient sites are fascinating. Postproduktion heißt das danach, also wenn die Dreharbeiten fertig sind und der Film schon am Computer. Das heißt zum Beispiel die Farben korrigieren und angleichen. Natürlich das Sounddesign. Oder auch einen Sprecher, eine Sprecherin organisieren und aufnehmen und dazu mischen. Samothraki's inhabitants cherish the beauty of their home, but the delicate balance in the island paradise is under threat. Dieser Film übrigens von Armin Feimann, den aufmerksame Seherinnen und Seher von Western natürlich kennen. Ja, wie wird das Wetter heute? Kommt sicher noch die Sonne raus. Meine eigenen Projekte drehe ich auch selber und setze auch dann diese gedrehten Projekte, zum Beispiel Dokumentarfilme, selber um. Ich habe mein Leben organisiert für diese Reise. Die einen haben jetzt wirklich einen spirituellen Background und suchen da eine Form von Erleuchtung. We create together some special space of love. Whenever you see a program, TV program or something like this about India, it looks so nice and glamorous, but it's really damn dirty. Put our blood and sweat in this place. It is more difficult to find a soulmate than to split the Red Sea. Gefällt Ihnen der Job? Sehr sogar, ja. Ich liebe meinen Beruf und er ist oft sehr stressig und ich arbeite sehr viel phasenweise, aber ich habe Spaß dran, ja, sehr. Haben Sie auch schon mal bei Konzerten oder in einem Theater Tontechnik gemacht? Ja, habe ich. Ich habe früher angefangen, Live-Technik ein bisschen zu machen als Tontechniker. Das hat mir aber nicht so gefallen, weil
Ich fand es nicht besonders schön, wenn alle feiern und man arbeiten muss. Also das gefällt mir nicht so sehr. Ich feiere dann ganz gern mit. Aber ich habe auch fürs Theater, fürs Akademietheater in Wien gearbeitet und auch für das Markgrafentheater in Erlangen, das ist in Deutschland, und war dort Tontechniker und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Haben Sie auch schon mal Werbung gemacht? Ja, ich habe ja früher Werbung gemacht, Ton, also das heißt Sprachaufnahmen, Geräusche und manchmal auch Musik für Werbungen und die Mischung dazu. Allerdings heutzutage mache ich das nicht mehr, da ich mich eher in Richtung Film konzentriere oder Richtung Film entwickelt habe und der Werbejob somit mir nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Ist es schwierig, im Tonstudio zu arbeiten? Oh, schwierig. Ich glaube, der Einstieg in den Beruf ist recht schwierig. Es gibt natürlich auch große Konkurrenz, also es gibt auch viele Leute, die das machen möchten. Aber ich glaube, wenn man die Liebe und die Passion hat, also wenn man wirklich diesen Weg gehen möchte, dann glaube ich, ist es vielleicht schwer am Anfang etwas reinzukommen, aber mit den Jahren wird das immer besser und man lernt immer mehr Menschen kennen und durch diese sage ich mal, Kontakte tut man sich auch ein bisschen leichter in seinem Beruf. Haben Sie bei bekannten Filmen mitgearbeitet? Das ist immer die Frage in Österreich. Ja, also ich habe letztes Jahr den österreichischen Filmpreis gewonnen mit dem Film Neverland in der Kategorie Beste Tongestaltung. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark spürt sie jetzt die Angst? 10. You're welcome. For what? For saving you. It's more sensitive. It's more sensitive. Christian? Close your eyes. Jakob, was ist denn los? Als Sounddesigner kommt man eigentlich also seine Arbeit beginnt erst, wenn der Schnitt des Bildes fertig ist. Das bedeutet, ein Film wird gedreht, also wird geplant, wird gedreht am Set, wird dann geschnitten und in seiner fertig geschnittenen Rohfassung gibt es irgendwo einen Punkt, wo man sagt, das ist jetzt ein fertiger Schnitt und wenn dieser Schnitt, so wie er ist, abgenommen wird, das nennt man dann Picture Lock, also das Bild wird eingefroren, es wird nichts mehr verändert, dann geht man in die Postproduktion, Ton und auch in die Bildpostproduktion, Farbkorrekturen, solche Dinge. Beim Ton ist es dann wichtig, dass man zuerst einmal sich den Dialog hernimmt und wirklich diesen Dialog reinigt, also das ist wirklich sehr technisch, man säubert den Dialog, man versucht die Übergänge der ganzen Dialogstrecken sauber hinzubekommen, dass das Ganze eine gewisse Struktur hat, eine Lautstärke, die funktioniert und dass das Ganze passt. Jakob, was ist denn los? Und des Weiteren fängt man an, als Sounddesigner auch Koordination zu machen, weil es gibt ja in diesem ganzen Postproduktionsprozess vom Ton gibt es sehr viele Leute, die mitarbeiten. Also es gibt jemanden, der den Tonschnitt macht für den Dialog, dann gibt es den Sounddesigner, der sehr viel Geräusche anlegt, zum Beispiel Action-Szenen vertont. Türen auf und zu. Zusätzliche Dinge anlegt, die eine Geschichte im Ton erzählen können. Also ein Film ist ja nicht nur Bild, sondern eben auch zu 50% Ton. Und es gibt dann noch andere Leute wie die Geräuschemacher, die zum Beispiel auch Geräusche für den Film machen, wie Schritte und Kleidungen und Geräusche wie zum Beispiel sowas, wenn man etwas angreift und solche Dinge. Na, das war dann noch nicht genau. Nochmal. Noch langsamer, gell? Der Spurspieler mache ich. Mhm. Ja. Ja.
weil oft passiert es, dass man am Set den Ton, den man aufnimmt, gar nicht verwenden kann für den Film. Das ist das Problem, weil natürlich am Set oft Lärm ist, es gibt Autoverkehr, es gibt, keine Ahnung, eine Regenmaschine, weil wir wollen Regen erzeugen, es gibt Windmaschinen, die sind furchtbar laut und oft kann man die Dialoge und die Töne vom Set gar nicht verwenden. Und unsere Aufgabe ist trotzdem zu versuchen, am Schluss einen Film sozusagen in der Tonebene zu erzählen, der für den Zuhörer angenehm zum Hören ist und bei dem er vor allem den Dialog immer versteht. Und das ist die Grundaufgabe. Und deswegen gibt es den Sounddesigner und dann gibt es am Schluss auch noch jemanden, der den Film fertig mischt mit dem Regisseur zusammen und dem Sounddesigner. Und dazwischen gibt es ganz viele Prozesse, die den Ton des Filmes verbessern. Und das geht so weit, dass man sagt, man tauscht sogar Dialog aus. Also wenn wir miteinander sprechen und ein LKW fährt hier so laut vorbei, dass wir das nicht verwenden können im Film, dann versucht man sogar lippensynchron im Nachhinein den Ton nochmal aufzunehmen. Da kommen die Schauspieler wirklich ins Studio und man nimmt lippensynchron das Gesprochene nochmal auf. So, das versuchen wir jetzt gleich mal. Und das geht so weit, dass man sogar sagt, man tauscht Dialog aus. Also wenn wir miteinander sprechen und ein LKW fährt hier so laut vorbei, dass wir das hier nicht verwenden können, dann versucht man sogar lippensynchron im Nachhinein den Ton nochmal aufzunehmen. Nun, ich glaube, da sollten Profis dran. Herzlich willkommen zum, naja, genau. Und diese ganzen Prozesse sind sehr komplex. Das merkt der Zuseher gar nicht, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass die Menschen ins Kino gehen und begeistert sind von dem Film. Und der beste Ton ist eigentlich der Ton, wo keiner merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Also wenn jemand rausgeht und glaubt, der Film war gut, dann war der Ton auch gut. Meistens ist das so. Ich weiß 2, 3 Dinge über meine Kindheit. Meine Mutter und ich kamen aus dem Iran, aber lebten allein in Deutschland. Ich hatte auch einen Vater, aber damals wusste ich nicht, warum er nicht bei uns war. Des Weiteren habe ich für einen Dokumentarfilm, Born in Ewin, Sounddesign gemacht. Dieser Film hat den Deutschen Filmpreis gewonnen letztes Jahr. Heute bin ich 35 Jahre alt und ich weiß, dass mein Vater nicht bei uns sein konnte, weil er in einem politischen Gefängnis namens Evin saß. Außerdem weiß ich, dass ich in diesem Gefängnis geboren bin. Viel mehr weiß ich allerdings nicht. Das letzte Projekt war der Film Me We, der bei der Diagonale 2021 Premiere hatte und dann auch Wien-Premiere am 23.07. hatte, mitgearbeitet. Das sind so die, sage ich mal, in letzter Zeit die Highlights der Filme. Ah ja, das habe ich auch schon mal angeschaut. Ah ja, das freut mich, super. Wir kommen auf dem Steuerdeck, unser ganzes Equipment, unsere Rettungswesten. Where are they? What do you mean? The refugees. Außerdem haben wir dazu sagen, wenn sie wissen, dass du mit einem Moslem zusammen bist, ha? Ich verstehe dich schon, Mohammed. Also, wie heißt du nochmal? I just wanted to help you. If you wanted to help me, then why are you touching me? Wie viel habt ihr schon gerettet? Wir sind noch nicht rausgefahren. Auf alle Fälle sind wir stolz auf dich. Die Ton-Postproduktion eines Kinofilms kann ungefähr 6 Wochen ungefähr in Anspruch nehmen. Sprich, es kann schon so sein, dass man 6, teilweise sogar noch länger Wochen an einem Projekt arbeitet. Vom Beginn sozusagen, wenn der Schnitt steht, bis zur finalen Mischung. Der Ton im Film ist, nicht nur weil ich Tontechniker bin oder Sounddesigner bin, ca. 50% des Films. Das sagen viele Regisseure, auch amerikanische Hollywood-Regisseure, die sich wirklich Zeit und wirklich sehr viel Details im Ton suchen. Also, und da geht es nicht nur darum, dass ich jetzt mich wichtig mache als Tonmensch, sondern über den Ton werden wahnsinnig viele Ebenen erzählt. Also ich kann in einem Film durch die Tonebene, auch wenn ich ein Bild sehe, etwas ganz anderes erzählen, was dem Zuschauer wiederum das Gefühl gibt, in einem anderen Bereich, anderen Raum zu sein. Und deswegen ist der Ton 50% des Films auf jeden Fall. Und deswegen ist auch die Zeit, die man an so einer Postproduktion tonmäßig arbeitet, leider zu kurz in Österreich. Das liegt aber daran, dass
dass die Budgets, also dass das Geld halt nicht da ist, dass man länger an solchen Tonprojekten arbeiten kann. In Hollywood dauert das meist sehr viel länger, weil die haben natürlich, die Filme sind sehr aufwendig, sehr viel Action oft drinnen und da gibt es sehr viel mehr Menschen, die auch dran arbeiten. Und da werden oft höhere Budgets, also mehr Geld zur Verfügung gestellt, um in der Postproduktion des Tons länger zu arbeiten. Also da gibt es schon Filme wie Apocalypse Now, wo dann 9 Monate am Ton zum Beispiel gearbeitet wurde, ja, mit dem Regisseur zusammen. Postproduktion für die Musik läuft meistens parallel zur Postproduktion vom Ton. Das heißt, es ist schon oft ein Prozess, den man gemeinsam mit einem Musiker auch erarbeitet. Manchmal ist es so, dass der Musiker einfach mit fertiger Musik kommt und man legt sie dazu. Aber in vielen Fällen ergänzt sich das Sounddesign auch mit der Musik und es gibt auch sogar Filme, die durch Musik und Sounddesign in so eine Art Symbiosen ganz neue Klangwelten erzeugen können. Und deshalb ist das eigentlich ein Prozess, der gemeinsam vonstatten geht, leider zu oft getrennt wird. Also es ist oft so, dass die Musiker nur anrufen und fragen, in welchem technischen Format sie die Musikfiles anliefern müssen, aber eigentlich sollte man da viel enger zusammenarbeiten. Passiert manchmal, aber leider nicht immer. Nun, da starten wir doch gleich mit einem kleinen Experiment. Wie funktioniert Ton und wie funktioniert Musik im Bild, im bewegten Bild. Beispiel Nummer 1 oder das Beispiel, das kennt ihr natürlich, Musik hat natürlich auch, oder Geräusche haben auch einen Wiedererkennungswert. Tja, nichts gegen Hansi H., das passt aber hier gar nicht dazu. Beispiel Nummer 3, ja, schon besser, aber gehört ganz klar woanders dazu. Ihr seid zu Gast bei Na ja, genau, Breitenseer Lichtspiele Kinogespräche. Heute zu Gast Rudolf Gutzberger, Filmemacher und Sounddesigner. Da Holle, unsere Moderatorin, fotografiert, wollen wir von Rudi Gutzberger wissen, ob er Tipps für sie hat. Ja. Du fotografierst, ich habe eine Kamera auch zum Fotografieren, aber eher hobbymäßig. Also ich glaube, du machst sicher viel schönere Fotos als ich. Ich tue mir ein bisschen schwer, Tipps zu geben, was man richtig oder falsch machen kann, weil ich eher intuitiv arbeite. Also ich sehe etwas und ich versuche halt ein schönes Ergebnis zu kreieren, aber ich gehe jetzt nicht nur technisch ran an das Ganze und deswegen kann ich jetzt auch schwer einen Tipp geben, auf was es ankommt. Ich glaube, wichtig ist, seine Kamera so oft wie möglich dabei zu haben, um schnell reagieren zu können auf Situationen, die vielleicht einmalig sind. Das heißt, wenn es etwas passiert, was, keine Ahnung, alle 100 Jahre passiert, dass man in dem Moment vielleicht Glück hat und die Kamera auch dabei hat und sich auch traut, ein Foto zu machen. Apropos 100 Jahre, apropos Fotografieren. Katharina Schiffel hat fotografiert bei den Sendungsaufnahmen im ältesten bespielten Kino in Wien. Hier übrigens die beiden, die das Kino leiten. Hier die wechselnden Gäste und Moderatorinnen. Ja, so sieht es im Vorführraum aus, da wo das Kinolicht herauskommt. Und nun wieder zu unserem Gast Rudolf Gutzberger. Schließ die Augen. Welcher Preis war der wichtigste? Also dieser Preis für Neverland mit dem österreichischen Filmpreis, den ich gewonnen habe letztes Jahr, das war schon ein Highlight in meiner Karriere. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal wieder einen Preis gewinne.
habe jetzt nicht den Drang, ständig gewinnen zu müssen, aber das ist für mich so der wichtigste Preis, weil es doch eine gewisse Anerkennung ist für seine Arbeit. Auch wenn er leider nicht dotiert ist, also man bekommt kein Geld dafür, man bekommt nur eine Statue oder eine Art Pokal. Mhm. Welche spontan machen Sie Sommerferien? Wo ich spontan Sommerferien mache? Spontan ist immer schwierig bei mir, weil ich spontan oft sehr viele Aufträge kriege und dann spontan umplanen muss, meinen Urlaub. Wenn ich spontan wirklich Zeit habe, dann fahre ich ganz gerne in die Steiermark, in die Berge. Dort gibt es von der Familie 2 so kleine Hütten ohne Strom und nur mit so Brunnenwasser und Gaslampe und Holzöfen, wo man sich wirklich entspannen kann. Das ist auf 1600 Meter. Da mache ich gern spontan Urlaub. Und manchmal fahre ich ganz gerne an einen der Kärntner Seen, an den Ossiacher See und suche dort auch Erholung. Gibt es eine Ausbildung, um in einem Tonstudio zu arbeiten? Ja, es gibt in Österreich mehrere Ausbildungen in Richtung Ton. Ich glaube, zum einen gibt es die FHs, also die Fachhochschulen, die Ausbildungen im Medienbereich anbieten. Es gibt ein Tonmeisterstudium auf der ELAG, also auf dem, ich glaube, Elektroakustischen Institut. Das ist eher wirklich eine wissenschaftliche Karriere fast, sage ich mal. Es gibt diverse Privatschulen, die auch Tontechnik-Ausbildungen anbieten. Die sind aber meistens mit hohen Kosten verbunden. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich von euch eingeladen wurde hier. Und zwar, ich glaube, wir befinden uns ja in dem ältesten noch bespielten Kino der Welt. Ja, also es gab früher ja ältere Kinos, aber das bespielte ältere Kino, soviel ich weiß, historisch gibt es nicht. Bitte korrigiert es mich, wenn ich falsch liege. Und umso mehr ehrt es mich auch, in dem Raum zu sitzen, weil ich irgendwie die Geschichte spüren kann hier. Und deswegen bin ich froh, dass wir uns hier getroffen haben. Danke für die Einladung. Vielen Dank fürs Interview. Ja, vielen Dank für die Einladung. Arambol is really shanty, but at the same time busy. Ja, herzlichen Dank auch an alle Filmschaffenden, an alle Beispiele, die wir hier zeigen durften und gezeigt haben. Willkommen. Und du, was möchtest du später mal werden? Österreicher. Wenn ihr mehr über Rudolf Gotzberger wissen und sehen wollt, könnt ihr auf seiner Webseite nachschauen, studiorot.at. Wenn ihr das aktuelle Programm dieses Kinos sehen wollt, in dem ihr jetzt sitzt oder vor dem ihr sitzt, dann schaut doch nach unter breiten-lichtspiele.at und natürlich alle Na-ja-genau-Sendungen auf der Okto TV-Seite. Das seht ihr hier unten. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart und eine schöne Woche noch. Ciao, baba.